sind wir in Neuseeland, haben wir geschafft. 65 Stunden, 3 Länder, 5 Flüge, 3 Flüge, 3 Flüge. Ja. Du kommst hier in Neuseeland nicht durch den Zoll, ohne dich komplett schnackig zu machen, weil die haben den Rucksack aufgemacht, die haben alles gesehen und nachdem du alles ausgebreitet hast, fährt dein Rucksack nochmal durch den Scan. Eine Option, Drogenhunde am Flughafen. Die einfach jeden Rucksack abschleppen. Jeden Rucksack und auch die Leute, die währenddessen auf ihre Rucksäcke warten. Sollen wir noch über die Zeit reden? Dass wir durch 8 Zeitzonen geflogen sind. Und einen Tag verloren haben. Einen Tag verloren haben und jetzt hier Nacht ist eigentlich und wir überhaupt kein Jetlag bekommen, weil wir jetzt schlafen gehen. Morgen früh stehen wir um 10 Uhr auf, haben 12 Stunden geschlafen, 8 Zeitzonen durchquert, waren auch noch in 3 verschiedenen Zeitzonen, sind vor und zurück geflogen, haben aber theoretisch, also ich habe jetzt nicht so viel geschlafen, aber theoretisch haben wir eigentlich jetzt gute Chancen, keinen Jetlag zu kriegen. So stolz auf uns. Das war auch bei weitem nicht so stressig, wie ich gedacht habe. Ich auch nicht, ne. Echt ein wunderschönes Airbnb. Vielleicht ist das der unterste Standard, aber für uns ist das schon wie Millionäre wohnen. Und jetzt gehen wir was einkaufen, ein bisschen was kochen, ein paar gesunde Zutaten, ein bisschen Vitamine wieder auftanken, weil 3 Tage vom Flughafen zu leben ist nicht nur schweineteuer, ist auch mega ungesund. Und jetzt sehen sich unsere zarten Körper nach ein paar Vitaminen und Früchten. Und anschließend werdet ihr unser Airbnb sehen. Wir sind uns nicht ganz sicher, ob das Holland oder Australien oder Österreich ist, aber sicher ist, dass es hier wesentlich schöner ist als in den letzten Ländern, wo wir waren. Nicht schöner, anders. Wir sind jetzt in unserem zweiten Airbnb, quasi einmal durch komplett Auckland getravelt mit Bus und Bahn. Sind uns gerade langsam ein bisschen am akklimatisieren. Alle laufen hier in T-Shirt rum, uns ist scheiße kalt. Und müssen jetzt einen Bankaccount machen und eine Steuernummer beantragen. Zur Bank gehen wir jetzt und Steuernummer wird zu Hause beantragt und dann hoffentlich finden wir bald einen Job. Aber erstmal müssen wir uns hier ein bisschen zurechtfinden, mal gucken, was hier so die Nachbarschaft mit sich bringt. Und ihr folgt uns auf unserem Weg. Bleibt dran und bleibt gespannt. So sieht's aus. Jetzt frühstücken wir. Frühstück, wichtigste Mahlzeit am Tag. So, damit ihr wisst, was wir heute machen. Chiara hat gestern fleißig recherchiert und Wohnungen rausgesucht und Workaways angeschrieben und Jobangebote verglichen. Und heute haben wir eine Einladung zu einer Wohnung, wo wir uns eventuell in einen Raum einmieten können. Das heißt, mit ein bisschen Glück meldet sich noch ein anderer, der eine günstigere Wohnung anbietet, aber schauen uns trotzdem erstmal die an. Die kostet $1000 im Monat, das sind so ungefähr 600 Euro. Das können wir uns gerade noch so leisten für einen Monat und hoffentlich finden wir in der Zeit dann noch auch Arbeit, um das ein bisschen rezufinanzieren. Aber es geht voran. Es wird gefrühstückt, dann ziehen wir uns an. Dann ziehen wir uns an. Und dann gucken wir mal, wie wir nach Eden Garden kommen.
Mount Eden. Und vielleicht kann man sogar die Wohnung ein bisschen filmen. Kurzes Update. Wir haben eine Wohnung. Was Und heißt Wohnung? Wir haben ein Zimmer. wir haben ein Zimmer in einem Riesenhaus. Und sind relativ glücklich, zahlen nicht allzu viel Miete. Und das ist der nächste Meilenstein in unserer Neuseeland-Reise. Wir wohnen ziemlich zentral in Auckland und werden uns morgen direkt auf Jobs bewerben. So sieht's aus. Wir wohnen in der besten Gegend zur günstigsten Miete. Besser könnte es nicht laufen. Ja. Jetzt haben wir uns Wein besorgt Feier des zur Tages. Feier des Tages und gehen mal runter ans Meer. Chiara testet Kissen im Laden. Ich muss auch mal gucken, ob das reicht. Und reicht uns das? Leider nein. Das sieht man sogar, oder? Mein Kopf geht so nach unten. Scheiße. Ja. Check on Camera 9. Nein. Wir werden von unseren neuen Freunden hier in Auckland gut empfangen. This looks awesome. Yeah. I'm sharing with you guys. Thank you. Yeah. I can't even finish it. Erzähl mal, wohin geht es? Jetzt geht's in unser neues Domizil. Wir haben für 3 Monate ein Zimmer gebucht. Chiara und ich nennen es liebevoll Shithole. Aber dafür, dass wir in einer der besseren Gegenden wohnen und hier die ganze Infrastruktur haben mit Läden, Bänken, Geschäften, Firmen, Arbeit etc., haben wir uns entschieden, vielleicht doch $50 die Woche mehr auszugeben, um einfach hier auch angenehm irgendwie anzukommen, um nicht andauernd irgendwie mit dem Bus irgendwo hinfahren zu müssen, um erstmal kein Auto zu benötigen. Haben wir uns in einem 100 Jahre alt, vielleicht ist es ein bisschen älter als 100 Jahre, in einem viktorianischen Haus eingemietet, in eine kleine Kammer. Bisschen gefährlich, hier die Straße zu überqueren, weil wir noch nicht mit dem Links- und Rechtsverkehr klarkommen. Beziehen wir heute unsere Kammer. Wir haben all unseren Scheiß dabei. Wir haben netterweise gestern mit unseren neuen indischen Freunden zu Abend gegessen, wozu wir eingeladen worden sind. Und daraus hat sich ergeben, dass die halt auch noch Decken, Kissen etc. haben, um das alles abzugeben. Das ist ganz cool, weil da müssen wir das nicht kaufen, weil es auch schweineteuer hier ist. Und hier sind wir schon. Und hier sind wir schon. Denkt euch den Müllcontainer weg. Der ist auf den Fotos nicht zu sehen. Und da oben das kleine Zimmer da, das kleine Fenster, direkt unter dem Schornstein, das ist unser Raum. Dass das so gut ist, wissen wir noch nicht, aber wir freuen uns auf die Zeit. Ach, das wird süß. Und muckelig. Hello. Nice to see you. Nice to see you. Oh, sweet home formula.
Das ist unsere kleine Bude eingerichtet. So sieht's aus. Sie ist total gemütlich. Echt richtig schick schön hier. Wir fühlen uns wohl. Und sind uns gerade am Bewerben. Worauf bewerbst du dich? Als Dachdecker erstmal. Wenn das nichts wird, werde ich Tech-Millionär. Ich könnte mir tatsächlich auch hier einen Support-Job gut vorstellen. Also wenn da irgendwie so ein Homeoffice-Support-Job wäre, könnte ich mich tatsächlich mit abfinden, hier in der kleinen Kabine zu sitzen und in der Mittagspause eine Stunde wandern zu gehen. Ja, Finde ich eigentlich ganz geil. das stimmt. Also ich wäre mit jedem Job zufrieden hier. Ja, und ansonsten, wenn das alles nichts bringt, bewerben wir uns hier um Als Fruitpicker. die Ecke in einem Café und servieren Kaffee. Timo ist jetzt vom Rauchen auf Vapen umgestiegen. Suchtverlagerung nennt man das. Und das soll der Geruch Tabako sein. Es riecht aber nach Popcorn. Ja, ich glaube, ist das, was am nächsten an Tabak kommt. Ja, hier, Bright Tobacco. Ach ja. Unsere erste Wanderung in Neuseeland. In unserer neuen Neighborhood. Das ist unsere neue Neighborhood. Fun Factchen über unsere Neighborhood ist, dass das ganze Gebiet hier auf einem erloschenen Vulkan erbaut worden ist und wir jetzt quasi auf den Vulkan wandern, der gar nicht mal so hoch ist. Nennt sich Mount Eden. Mount Eden oder Magwawawawawa auf Neuseeländisch. Und da wir irgendwie auf unserer Bucketlist hatten, einen Vulkan zu besteigen, ist das hier auf jeden Fall Schwierigkeitsstufe 1. Wir fangen langsam an. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. I'm falling fast, sitting here praying that this night's gone. So schnell kann's gehen. Zack, Plastiktüte an, H2 No, sage ich dir. Vor allem hier ist voll grau, jetzt dreh dich mal um. Sonnenschein! Sonne! Yay! Wir werden klitschnass sein, wenn wir zurückkommen. Entschuldigung, haben Sie sich so Neuseeland vorgestellt? Irgendwie nicht. Irgendwie nicht. Aber fühlt sich ein bisschen an wie Deutschland, das ist schon mal schön. Ja, ne, ist ein bisschen Heimat. Regen ist Heimat. 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 Jetzt sieht man auch gar nichts mehr hier oben. Erster Morgen bei uns im neuen Domizil. Sieht aus wie bei uns zu Hause. Ja, dann machen wir es so. Dann kann die Kea nicht verstecken, weil hier liegt immer noch eine Chipstüte. Es sieht bei uns aus wie zu Hause. Chiara ist gerade aufgewacht. So sieht's aus draußen. Es ist bewölkt. Wie haben Sie geschlafen? Ganz gut. Liegt nach hinten. Ach naja, und ich gehe jetzt duschen in der Gemeinschaftsdusche. Ist ein bisschen wie auf dem Campingplatz. Danach gibt es Frühstück und dann werden weiter Bewerbungen geschrieben.
My guy just got a Lamborghini. Really? Yeah, he got a new Aventador, 850,000. Wow. Right in opposite K Commercial Services. So you with Michael Pierce, my guy. Got diamonds on the wrist and gold on the neck. You got the Rolex and stuff. Got back from London. Got Sounds back good. from Canada. Did you enjoy it? Hey, you guys have a wonderful day. Thank you, Best of Will. luck to you. Thank you. Good luck to you as well. Bye bye. Was steht da auf dem Schild, Shrimp? Where the fairies live. Ein Keks für die Feen. Ein Oreo-Keks. Ich hoffe, ihr mögt Zucker. Für euch. Gönnt euch. Und Geister, Elfen, Feen, übernatürliche Kreaturen kriegen von uns Zucker. jetzt geht's bergab. Piu, piu. Gib dem Affen Zucker. Zu den Schafen. Oh, guck mal, man kann sogar durch die Weide durchgehen. Da gehen wir jetzt durch. Oh. Oh. Geil. Autsch. Glaubst du, wir können ein Schaf mal streicheln? Ich passe ganz gut mit meinem Pulli hier rein. Neben die Schafe. Hey! Das hat sich ganz schön vollgeschissen, das Schaf. Wie lockt man denn Schafe an? Timo, was muss man sagen, um ein Schaf anzulocken? Meh. Nee? Meh. Timo, du bist das schwarze Schaf, die trauen dir nicht. Heute gibt's Suppe. Und Timo ist am Schälen. Es gibt einem direkt das Gefühl, auch in der Wildnis zu sein, sein eigenes Wild geschossen zu haben, während man sich so eine Outdoor-Serie anschaut. Wie heißt die nochmal, Shrimp? Survival Squad. Bam, bam, bam. Wir sind eher Kartoffelsuppe mit Möhrchen-Squad. Der Möhrchen-Squad. Die Möhrchen-Squad.
gemischten Zusammenstellung mit Menschen von 20 bis 75, wo alle Nationalitäten drunter sind, aber sehr ruhig gelegen ist. Unsere Nachbarzimmer sind auch mit Leuten in unserem Alter bestückt. Das heißt, wir haben hier guten Zugang zu anderen Menschen. Wenn wir Ruhe haben wollen, sind wir aber auch alleine. Und uns gefällt es hier in dem Haus relativ gut. Dafür, dass hier so wohlhabende Menschen in der Umgebung leben, ist unsere Miete echt günstig, muss man sagen. Relativ günstig. Ja. Also es ist vergleichbar mit Deutschland. Eine Wohnung anzumieten Ja, ist sehr teuer. Und wenn wir hier, sage ich mal, so ein Share-Apartment haben, dann hast du halt auch direkt Leute mit dir in einer Wohnung leben, wo du dann nicht so viel Privatsphäre wahrscheinlich hast wie hier. Die Küche ist geteilt, was für den einen vielleicht abschreckend ist für uns tatsächlich sehr willkommen, weil wir da halt auch den Kontakt zu den anderen Menschen haben. Dann beim Abendessen kann man sich mit einem aus Pakistan unterhalten oder unserem Hausmanager aus England oder jemanden aus Mexiko oder jemanden aus Neuseeland, wie auch immer. Da trifft man allerlei Leute. Ja. Die Leute sind hier auch von Rentner bis berufstätig und oder Studenten und arbeitslos, alles vertreten. Dabei. Andere mit Working Holiday Visum. Ja. Timo hat sich als Dachdecker beworben und hat damit auch recht gute Chancen. 3 haben sich, glaube ich, schon zurückgemeldet. 3 haben sich zurückgemeldet, dass sie die Bewerbung gesehen haben. Einer hat mich eingeladen zu einem Bewerbungsgespräch. Da machen wir jetzt noch einen Termin die nächsten Tage aus. Und ich schätze mal, dann wird auch direkt Probe gearbeitet. Ich meine jetzt, wir bleiben auf jeden Fall 3 Monate hier. Das ist auch der Minimumsaufenthalt, den wir unterschrieben haben. Ich habe mich derzeit auf Jobs als Eventmanager beworben, aber im Büro ist es halt immer noch mal was anderes. Da brauchst du halt eine längere Zeit, um eingearbeitet zu werden. Und wenn sich dann jemand mit einem Working Holiday Visum bewirbt, wo die Zeit halt nur befristet ist, die man dort arbeiten kann, habe ich deswegen schon mehrere Absagen bekommen. Was aber in Ordnung ist, ich denke mal, ich werde hier nach einem Job suchen, direkt um die Ecke, weil hier auch viele süße Cafés sind und Bars und verschiedene Läden. Irgendwas wird sich da schon finden lassen. Drückt uns die Daumen.